Guten Morgen, liebe Freunde. Guten Morgen. Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Pro vs. Con. Hier mal mit einem neuen Setting. Die Leute, die auch die anderen Videos geguckt haben, die Hip-Hop-Reaktionen, die werden wahrscheinlich schon mitbekommen haben, dass wir gerade in Berlin sind oder die uns auf Instagram natürlich folgen, weil wir das natürlich alles schön festgehalten haben. Deswegen lohnt es sich immer, auch uns auf Instagram zu folgen. Das ist unten natürlich alles verlinkt, von Dana sowie auch von mir. Ansonsten, wir sind hier gerade in dem Hotel Motel One, sitzen in einem sehr kleinen Zimmer zusammen mit Butch und meinem ganzen Setup gefühlt und nehmen jetzt hier ein K-Pop-Video auf, das auch direkt heute auch schon rauskommt. Ich meine, wir haben jetzt guten Morgen gesagt, aber eigentlich müssten wir guten Abend sagen. Oh, stimmt. Ich hab's gar nicht gerafft. Also. Guten Abend. Ja, das war quasi der Joke. Das ist jetzt fast wie live. Wir laden es aber trotzdem einfach, ne? Uncut, dann wieder wie immer und so weiter und direkt hoch. Der eine oder andere hat sich eben schon gewundert, wo das Video bleibt heute Morgen. Das lag einfach daran, dass wir wirklich zu viel zu tun haben. Dana auch und hin und her. Wir sind ja nicht ohne Grund hier. So, also, wir kommen. Aber wir tun unser Bestes. Wir geben alles. Wir geben alles, genau. Wirklich auch dieses riesen Equipment, was ich alles mitgeschleppt habe. Ich hatte ja schon ein Foto gemacht, auch in den Insta-Stories war das zu sehen. So, Leute, Folgendes. Es gab ja die Verlosung, die wollen wir jetzt auflösen. Die ging eigentlich, haben wir gesagt, bis gestern. Das haben heute auch noch, aber so 2, 3 Leute auch noch mal kommentiert. Die sind jetzt natürlich dann trotzdem mit drin. Da wollen wir ja nicht so streng sein. Ich habe hier so ein kleines Programm geöffnet für Windows, das quasi mein Instagram hier zeigt. Da seht ihr ja auch nochmal die Fotos zum Beispiel vom, zeigt das jetzt so? So, sind wir hier bei meinem Bild gerade und hier seht ihr, wir haben 1005 Kommentare, die ich jetzt alle öffne und die sind dann auch wirklich alle untereinander aufgereiht. Ich gehe trotzdem schon mal alle durch, damit die sofort geladen sind. Das könnt ihr rechts an diesem Scroll-Ding hier sehen, dass das immer kleiner wird. Krass. Ja, und ich habe hier wirklich auch meine Maus mit so einem klassischen Rad auch wirklich dran. Ich weiß nicht, ob man es hören kann, aber so. Und wir machen das dann jetzt so, dass einmal ich durchscrollen werde, einmal Dana und dann vielleicht nochmal Dana. Weil Butch, ach so, ich dachte Butch. ja, weil Butch eben nicht scrollen kann. Das wäre natürlich schön gewesen. So, guck mal, wie klein der Strich mittlerweile rechts schon ist. Ich hoffe, dass wir demnächst mal am Ende angelangen. Also wirklich unfassbar. Ja. Erstmal vielen, vielen Dank fürs Feedback, wie viele da wirklich jetzt mitgemacht haben bei dem Gewinnspiel, bei den das Foto geliked haben und wirklich auch kommentiert haben. So, jetzt sind wir ganz unten angekommen. Yes. Super, super geil. Ich meine, klar, es sind jetzt nicht die größten Sachen vielleicht oder die teuersten meinetwegen, aber wir wollten das einfach direkt an euch auch schon weitergeben, an die Community und es ist leider auch nur deutschlandweit jetzt einfach wegen den Porto- und Versandgeschichten und so wollten wir jetzt nicht so einen riesen Stress da aufziehen und genau. So, also, dann fange ich mal an. Hat es gerade geklopft? Was? Nee, da läuft nur irgendwo jemand, glaube ich, oder so. Okay. Und zwar als erstes, wenn ihr hattet ja Hashtag MonsterX oder Hashtag BTS für die jeweiligen Gewinne da dann eben gehashtagt hier kommentiert. Und als erstes bei den Monster X Sachen würde ich jetzt die Herzdose. Okay. Wenn BTS ist, war ja nur hatten wir ja nur das Lesezeichen mit dem Blatt und Unterschriften von uns drauf. Genau. Und als letztes dann den Banner. Das heißt, ich fange mal hier so ungefähr, ich sag mal in der Mitte an. Also es geht jetzt um die Monster X Herzdose. Entweder um die Monster X Herzdose oder BTS. Oder eben BTS Bookmark. So, ich lasse den Cursor lasse ich hier stehen und scrolle mal blind durch. Ich weiß ja, dass es ungefähr in der Mitte war, aber da ist ja einiges und das ist dann wirklich Zufall. Ich habe die Augen zu. Ah ja, du hältst mir so noch zu. Ich halte jetzt an in 3, 2, 1, Stopp. Wir sind in diesem Feld. Wir haben BTS, Hashtag BTS für Nikis Arty. Yeah!
du hast das Lesezeichen gewonnen und das Foto von Jimin mit Unterschriften von uns drauf und dem Korea Box Info Blatt. Kannst du davon direkt noch ein Foto machen, damit wir auch gleich nochmal per DM benachrichtigen können? Brauchen wir eigentlich nicht, weil wir das Video gerade aufnehmen. Okay. Nikis Arti, sonst kannst du es ja auch aufschreiben. Gut, das war meine Verlosung quasi. Oder soll ich ihr direkt schreiben? Ja, das meine ich damit. Ach so, ja, ich kann ja hier direkt schreiben. Ach so. Du hast gewonnen. Yay! Herzlichen Glückwunsch! Please DM me. Please DM me, please. Please. So. Oh, no comment provided. Was? Ja, es funktioniert wunderbar anscheinend. Gut, auf jeden Fall, wir haben es ja sonst im Video. Nee, aber sonst lass noch ein Foto machen. Ah, jetzt ist raus, jetzt raus. Oh, okay. Gut, wie ihr seht, wir sind hier immer super gut vorbereitet und machen ja alles so authentisch wie möglich. Ich lasse den Cursor hier. Dana darf jetzt das Scrollrad bedienen. Das kannst du wirklich wie irre drehen. Nee, so nicht. Ohne die Kugel zu drehen. Oh. Oder warte, ich nehme die Kugel raus. Okay, ich sehe nichts mehr. Oh. Kannst schon hinschauen, du wirst den Namen eh nicht lesen können. Wir haben einen zweiten Bildschirm, aber von hier reflektiert es, man sieht fast gar nichts. Dana hat die Augen zu. Spannung, Spannung. Was spüre ich hier? Oh, andere Richtung? Okay. Andere Richtung? Andere Richtung? Ach so. Noch eine Richtung? Es Okay. gibt nur 2 Richtungen. Dreh. Ich zähle gleich. Du musst mal an die andere, weil wir gleich ganz in dem einen Ende sind. Darf ich jetzt oder nicht? Dreh. 3, 2, 1, Stopp. So, gewonnen hat das Monster X Herzdöschen La Alida. Hatte sie auch Hashtag Monster X? Ja, Geil! tatsächlich, also hat perfekt gepasst. Ich muss auch sagen, dass ich habe gefühlt, glaube ich, mehr Monster X Kommentare gelesen. Krass, aber sind ja auch 2 Sachen. Also 2 verschiedene. Ja, stimmt. Oder? So, Kommentar ist raus. Ja. Ich hoffe, da kommt das dann gleich an. Sonst schreiben wir sie selber nochmal an. Okay, willst du nochmal? Nee, du darfst. Nee, es war irgendwie lustiger. Ich lass mal hier stehen, so ungefähr. Zieh die Kugel wieder raus. Weil, wenn die Kugel nicht drin ist, ich habe so einen Trackball, dann kann man die Maus nämlich nicht mehr, den Cursor nicht mehr Und drehen. ich habe meine Finger nicht so unter Kontrolle. Ja. Okay, dreh. Habe ich was geklickt? Ja, ist nichts passiert. Okay. Kannst auch in die andere Richtung. Oder in die andere Richtung. Nee. Wie lange muss ich jetzt drehen? Es gibt ganz schön viel, 1000 Kommentare. 3, 2, 1, Spannung. Stopp! Oh, es ist BTS. Shit. Ah. Ich habe versagt. Das Orakel hat versagt. Ja, schade. So, also muss jetzt nochmal. Oh Gott, wie spannend. Okay. Das ist echt spannend. Augen zu, ja. Machen wir andere Richtung. Ja, dreh. 3, 2, 1, Stopp. Wally85 hat Monster X geschrieben. Yes! Hashtag Monster X und noch ein paar andere Kommentare. Sie hatten ihre Chancen natürlich vervierfacht. Aber ich hatte auch explizit nicht gesagt, dass es verboten sei. Deswegen ist es in Ordnung. So. Clever. Würde ich auch immer so machen. Clever, ja. Vor 6 Tagen hatte. Du kriegst den Monster X Banner, Alter. Und den finde ich sogar persönlich, ehrlich gesagt, sehr, sehr geil auch. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dass wir hier was verlost haben. Uns auf jeden Fall. Yes! Weil man da einfach auch nochmal so richtig geil sehen konnte, wie cool ihr drauf seid und auch aktiv seid. Das war echt eine sehr, sehr geile Aktion auf jeden Fall. Und jetzt noch dazu, im Anschluss machen wir direkt eine Analyse. Das Video wird natürlich dadurch ein bisschen länger, aber ich denke trotzdem spannend für euch. Und zwar gibt es heute endlich, wir hatten die Gruppe ja schon so oft bei uns stehen, ihr habt es im Titel ja auch jetzt schon gelesen, Shine oder Shiny. Wir haben leider immer noch nicht erfahren, wie es ausgesprochen wird. Aber einige von euch haben selber darüber diskutiert, wie die ausgesprochen wurden, als du deinen Instagram-Livestream gemacht hast auf der Fahrt hierher.
Ach so, ja. Als wir Ja. hierher nach Berlin gefahren sind, hatte ich einen Livestream gemacht, während ich gefahren bin. Das war auch sehr lustig. Und du hattest die Kommentare gelesen, deswegen ich konnte natürlich beim Fahren die Kommentare nicht lesen. Shiny oder Shin-I oder Shin-I ich könnte glaube, natürlich auch sein. ja, Okay, krass. Na gut, hören wir aber mal in den Song rein. Das ist lange, lange überfällig. Ich habe schon teilweise ein bisschen Ärger bekommen. Da gibt es auch eine Zuschauerin, die mir auf jeden Fall jetzt einiges bei McDonald's auf ihren Nacken versprochen hat. Weil sie hatte gesagt, wenn ich nicht innerhalb der nächsten 3 Wochen ein Shiny oder Shin oder mache, dann kriege ich Ärger. So, jetzt kriege ich aber auf ihren Nacken McDonald's. So. Ist das ein älterer Song? Ich glaube schon, oder? Ja, der ist von 2010. Wow, okay. Zumindest der Upload auch und hat 104 Millionen Aufrufe. Also, und das war wirklich auch fast am meisten gewünscht, den Nummer. Das habe ich so oft gelesen. Ja. Waren natürlich noch ein paar andere, aber hier, das ist einfach sehr aufgefallen. So, fangen wir an jetzt. Ist laut genug? Bevor es richtig verdroppt. Ne, wir sind 2010, man hört das auch direkt schon. Das Untertitel? Achso. Nein. Ja, Entschuldigung. automatische Zeit. Englisch. Gibt es leider nicht. Die automatischen wollen wir, glaube ich, nicht, oder? Nein. Lieber nicht dann. Man merkt schon direkt diesen richtig EDM-lastigen Synthesizer-Sound, der sich dahin entwickelt. Zum Job nicht schlecht schon mal. Mal gucken. So krass synthetisch, elektrisch fast schon. Dieses elektronisch. Ja. Elektronisch, Ja. Ich halte das Mikrofon übrigens in der Hand. Da sind so Atemgeräusche drin, ne? Nee, so. Gerade hat einer gemacht. Oh. Ah ja, stimmt. Auch so. Genau, wie bei alten Karate-Filmen sind da die Handbewegungen nachvertont worden. Auch. What? Oh, was war das denn? Haben die sich so bewegt oder war das ein Videoeffekt? Ich glaube, das war auch ein Video. Also das war ein Videoeffekt, oder? Ja? Das war jetzt Kann genau man sich denn so bewegen? Oha. Ah, okay. Also bewegt und Videoeffekt. Ja. Okay. Ja, das ist natürlich eine mega geile Stelle, so, aber mit diesen super krassen Harmonien, die so richtig schon elektronisch klingen, das ist aber auf jeden Fall entweder halt super hart gepitcht oder sogar mit dem Harmonizer gearbeitet, aber dadurch, dass es halt mehrere Sänger natürlich sind, haben sie es wahrscheinlich auch alle einzeln eingesungen und dann super geil gepitcht, dass es so richtig, ja, so krass perfekt einfach klingt, ne? Aber schöne Harmonien hier ausgewählt, sehr, sehr geil auf jeden Fall. Und dieser der so hoch geht, was ist das? Ist das ein Riser? Ja, es ist halt ein Synthesizer, der dann aber immer höher geht, einfach und immer höher quasi pitcht. als Riser eingesetzt, könnte man das so sagen? Ja, also es hat mehr so einen Pitch-Bend-Effekt, dass man halt einen Ton hat, der die ganze Zeit durchspielt und dann auf dem Keyboard gibt es dann immer diese Pitch-Bend-Drehrädchen. Wir sind mitten in Berlin, wirklich Mitte, Oranienstraße, Moritzplatz. Hört ihr auf jeden Fall die Krankenwagen hier noch. Genau, und da ist so ein Pitchbend, den kannst du dann auch zum Beispiel hochziehen und das macht dann auch diesen sowas zum Beispiel. 누가 마치 내 심장을 꺾인 채 놓지 않는 것처럼 아직까지도 너는 그렇게 내 맘을 따따따따따
wie soll ich es beschreiben? So ein Flattern? Ja. Ganz weit hinten im Hintergrund. Weißt du, was ich meine? Ja, es ist mehr so, also es ist so ein White Noise, glaube ich, der immer so ein macht. Okay. Also wirklich wie so ein Rauschen. White Noise halt. Da gibt es auch nochmal verschiedene White Noise, Pink Noise, Brown Noise. Pink Noise? Ja. Cute. Genau, die haben einfach jeweils, Green Noise, Yellow Noise, Red Noise. ich weiß gar nicht, ob es alle Farben gibt, aber die 3 auf jeden Fall, die ich gerade genannt habe. Und da gibt es dann, die haben einfach verschiedene Rauschbewegungen oder eigentlich im Endeffekt die Wellenlängen bewegen sich unterschiedlich. Oh nein. Nein, Butch. Nein. Butch will sich auf Rahims neuen Rucksack legen. Nicht auf, sondern in. Oder mit noch Technik drin bestimmt. Ja, mein auch. extra Equipment-Rucksack von. Auf jeden Fall, genau, die Wellenformen sind einfach anders. Wellenformen, genau, das würde ich sagen. Und deswegen haben die einen anderen Namen. Und deswegen klingt das Rauschen auch anders. Aber hier ist es wahrscheinlich ein White Noise. Das kann ich jetzt aber auch so nicht genau bestimmen. Da sind ja echt einige so Sounds, die wirklich so... Hier jetzt auch wieder im Hintergrund. Ja, Robotronic auf jeden Fall. Das ist... Stimmt, so Robotronic passt perfekt. Ich bin voll überrascht von deren Stimmen, so, also wegen dem Genre, aber dann trotzdem so die Stimmen so gesanglich und so haben, also die Harmonien auch so. Die Harmonien ja, aber eigentlich vom Gesang her sind die ja nicht ganz so frei. Das ist ja schon sehr, sehr roboterhaft angelegt, aber eben auch genau extra auf den Beat und deswegen auch dieses hart getunte und diese super krassen Harmonien. Das ist ja auch, die singen ja relativ sehr staccato, auch wirklich irgendwie so abgehackt auf das Hauptinstrument im Hintergrund immer. Das ist ja so die Thematik des Songs wahrscheinlich so. Also im Gesamtkonzept, sage ich mal. Weil ja, du hast ja auch die ganze Zeit so ein im Hintergrund laufen und die singen da quasi mit drüber. Also das ist genau hier der Taktgeber auch. Auch hier noch. Ja. Deswegen macht das auch Sinn, dass sie dieses einbauen, weil die dann wieder auf diesen konstanten Ton gehen, der da immer die ganze Zeit durchläuft. Sehr interessant. Und selbst der Ton bekommt dann nochmal Töne drauf, sodass er dann mehrstimmig wird und sich langsam zur Harmonie aufbaut. Krass. Ja, also ist schon sehr, sehr durchdacht hier. Ne? Oh. Hey. Das war ein schöner Run hier. Jetzt packen die richtig ihre Gesangskills aus. Das war ein schöner Adlib hier im Hintergrund. Ich weiß auch nicht wegen Copyright, ne, deswegen. C-Part? Ja.
Alter, wie lang. Gesanglich. Ja, es Nicht ist schlecht. leider ja bei Shiny auch leider eine traurige Story ja dahinter. Da haben uns einige Zuschauer auch schon aufgeklärt, dass der Main-Vocalist sich leider selbst umgebracht hat, eben weil da auch immer sehr viel Background-Stories eben auch sind bei den K-Pop-Stars oder in diesem K-Pop-Business. Deswegen muss man da natürlich auch sehr vorsichtig sein. Das ist wirklich sehr, sehr traurig, wenn man so etwas hört. Egal bei wem, natürlich. Aber wenn man da nochmal sieht, dass dann besonders talentierte Leute, die in der Öffentlichkeit auch noch stehen, bei denen, die dann wirklich unter Depressionen und sowas dann irgendwie Suizid wirklich vollziehen, das ist, also wenn ihr da irgendwie sowas in die Richtung mal Gedanken habt oder sonst irgendwie, gibt es auf jeden Fall Anlaufstellen, an die man sich wenden kann. Das ist auch etwas, was man sehr, sehr ernst nehmen muss. Wir schreiben am besten mal so einen Link unten rein, dass falls ihr da mal an sowas abgeschweift seid oder echt Jemanden kennt, oder jemanden der kennt. vielleicht... Ja, dann könnt ihr das da gerne weiterleiten oder selber mal vorbeischauen. Das ist auch nichts Schlimmes so gesehen erstmal, weil man sich halt mit dem Leben auseinandersetzt, einfach mal so gedanklich und mit sich selber. Und da kann man dann drüber reden. Das ist absolut normal. Das hat jeder. Genau, ich glaube, es ist auch wichtig zu Reden und zu verstehen, dass man nicht die einzige Person ist, der es vielleicht so geht. Genau. Also man kann da immer wieder in Phasen auch reinrutschen oder es hat jegliche Gründe kann das haben, das ist unterschiedlich, aber man sollte auf jeden Fall da Kontakt und Hilfe suchen. Und eben, das ist leider die traurige Geschichte hier bei der Band und dann umso trauriger zu sehen, wie krass, ich meine nämlich, dass er gerade diese Stelle hier gesungen hat. Macht einen dann schon echt sad. Geil. Geil. Krass. Mega geil. Kannst du das bitte direkt nochmal machen? Ja, aber so Stellen sind halt immer mega, vor allen Dingen, weil auch der ganze Reverb dann rausgezogen wird, der ganze Hall und das dann wirklich super trocken einfach in die Fresse klingt und dann noch diese super gepitchten Harmonien, das ist halt ultra geil. Nice. Mega krass. Heftig. Irgendwie, also wir wissen jetzt ja noch nicht genau, worum sich der Text dreht. Ja. Aber irgendwie, ich weiß nicht so, vom Feeling her, vom Vibe, den ich jetzt gespürt habe, könnte ich mir das auch so voll als Titel oder Themes-Song von so einem Anime-Film oder so einer Anime-Serie vorstellen damals. Oder könnte auch sein. Ja, Film oder Serie irgendwie. Also gibt einem irgendwie auch sehr viel Power, so muss man schon sagen. Und es ist so eingängig dann auch. Ja. Am Anfang ist es halt immer bei so Songs, die gerade bei den K-Pop-Songs finde ich, ja gut, das sind halt die einzigen Songs, die wir aktuell machen, die so alt sind. Ja. Ist es immer ein bisschen schwierig für mich reinzukommen, einfach vom Feeling her, weil die Sachen einfach so alt sind, schon vom Sound ganz anders sind als heute und ich sowas früher nicht gehört habe, also gar nicht. Deswegen habe ich da jetzt nicht so einen Bezug zu, aber das Interessante ist aber immer, dass im Laufe des Songs, also während diesen 3-4 Minuten, denke ich dann immer, komme ich immer mehr rein und denke so, wow, schon cool, ey, ist schon echt fett. Ja.
echt schöne Nummer. Also umso trauriger die Geschichte dann nochmal dahinter. Und wir werden auf jeden Fall noch einige Songs von denen abchecken. 3 von den Jungs sind ja gerade im Militär, soweit ich da noch informiert bin. Und Taeyong hieß der, ne? Taeyang. Da haben wir doch einen Song schon gemacht. Ja. Der hatte seine Solo-Nummer. Er ist der Jüngste, meine ich, aus der Gruppe. Da hatten wir ja schon was gemacht und er ist der Einzige, der gerade so jetzt eben noch aktiv ist und die anderen müssen gerade Militärdienst machen. Okay. Genau. Mal gucken, wie es dann weitergeht mit den Jungs. Kann man ja gespannt bleiben. Ihr wisst da vielleicht sogar mehr. Schreibt es gerne in die Kommentare auf jeden Fall. Und das war's, oder? War wahrscheinlich auch ein sehr langes Video, aber ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da und nicht vergessen, Glöckchen an für einen Ehrenmann. Und wirklich, Leute, ist alles nochmal unten verlinkt. Wir machen aber jetzt mal ganz oben auf jeden Fall nochmal wegen dem Suizid-Thema, werden wir da was verlinken. Dann gibt es auch eben Anlaufstellen, auch speziell in Deutschland gibt es da so eine Sorgennummer auch, soweit ich weiß. Und Sorgentelefon und auch nochmal speziell für Suizid und Depression und sowas. Also Leute, ne, dann alles verlinkt unten und ich würde sagen, bis zum nächsten Video und ich beglückwünsche nochmal die Gewinner, die Sachen gewonnen haben, die werden wir dann, sobald wir zurück sind, dann und alles ausgetauscht haben an Daten und so weiter, dann rausschicken, ich denke und hoffe schon direkt die Woche, nächste Woche, ne? Ja, sehr cool. So, und das kommt dann jetzt vielleicht sogar schon 18 Uhr online. Yeah. Yes. Tschüss.